Hallo liebe Zuseher, Weidmanns Heil. Wir zeigen euch in diesem Video die Jagderlebnisse und Erlegung von 3 Rehböcken. Der erste Bock war mir lange Zeit bekannt. Ein alter Bock, doch irgendwie nicht auf den ersten Blick als solcher zu erkennen. Sein Einstand war ein kleiner, aber feiner Feldrain, 240 Meter vor dem Hochsitz, wo er im Schatten der Haselnusssträucher meist seinen Tageseinstand hatte. Die letzten Worte waren noch nicht ausgesprochen, als der Bock von seinem Einstand plötzlich in Richtung des nahegelegenen Maisfeldes zog. Mit den Rehfib versuchte ich, den Bock zum Näherkommen zu animieren. Das abgeerntete Feld vor dem Mais war die Reviergrenze zu einem Jagdfreund, weshalb ich einen Kunstschuss auf 300 Meter und mehr nicht in Betracht zog. Und als der Bock den ersten Schritt ins Nachbarrevier machte, hörte ich zu fippen auf und hoffte auf eine neue Chance. Mehrere Tage später, als der Wind wieder passte, ging es mit meinem Jagdfreund wieder auf denselben Hochsitz. Draußen auf den Feldern war bereits Schusslicht. Wir hofften, den Bock endlich beim Zu- oder Auswechseln von seinem Einstand abfangen zu können. Der Morgen der Vollmondnacht war ziemlich kühl und die Brunft neigte sich dem Ende zu. Auf der ganzen Fläche vor uns war lediglich eine einzige Wärmequelle durch das Konotech-Wärmebildgerät gut zu erkennen. Kaum hatten wir Platz genommen, entdeckte auch ich ein Stück Rehwild durch das Glas. Es war tatsächlich der Bock. Es ist fast nicht zu glauben. Langsam, aber stetig entfernte er sich wieder Schritt für Schritt. Das darf doch nicht wahr sein. Kaum blieb er stehen, verdeckt ein Kartoffelblatt oder ein Halm des Feldrains sein Blatt. Die Entfernung geht noch, aber viel weiter darf er nicht mehr wegziehen.
Leider wackelte die Kamera, aber der Schuss saß perfekt und er zeichnete entsprechend gut. Die Fluchtstrecke war überraschend groß, aber ich konnte beobachten, dass er in den kleinen Einstand über der Grenze einwechselte. Ein kurzer Anruf beim Jagdnachbarn und Freund und die Erlaubnis war erteilt, den Bock zu bergen. Von da geschossen. Ich nutzte die Gelegenheit, meiner damals noch jungen Brandelbrackenhündin Aluna eine Nachsuche zu gönnen. Seht selbst, wie sie diese Aufgabe gemeistert hat, bevor es zur nächsten Jagd am selben Hochsitz ein Jahr später geht. Schaut richtig weiß wird. Jawohl. Jawohl. Schweiß ist ein bisschen da, ja. Da ist ein bisschen Schweiß, ja. Weiter, weiter, weiter. Weiter. Super, mein Hund. Braver Hund. Super gemacht. Super gemacht. Super gemacht. Super. Wow. 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 Absoluter Abschussbock. Alter Rehbock. Ganz alter Rehbock. Super. Komm her. Komm her. Schuss ist auch super. Und sitz. Sitz, Aluna. Und bleib. Der Weg zum Hochsitz war mir schon vertraut und ich war voller Vorfreude, nach einem Jahr wieder von diesem Hochsitz zu jagen. Es war Mitte Juli und wir konnten bei der Hinfahrt schon Böcke beobachten, die Interesse an den Geißen hatten. Ganz frisch. Ja, der ist ja ganz frisch. Zuerst bemerkte ich es nicht, aber dann der Schock. Nahezu alle Feldraine mit Haselnussbewuchs und Bäumen, die als Einstand für alle Wildtiere, vor allem in der Sommerhitze dienten, waren bis auf wenige Hecken gerodet. Absolute Naturburschen. Auf der Jagd darf man sich nicht duschen. Genau. Hat mal mein Großonkel gesagt, sei nicht blöd, hat er gesagt. Du dich nicht duschen. Ja, dann riechst du wie die Natur. Seitdem, das haben wir zu Herzen genommen. Seitdem kommen zwar keine Frauen mehr mit, aber das Jagern ist super. Das Jagern ist super. Voll erfolgreich. Das ist kein verkehrter Bock. Es war richtig was los und der gute Bock schien aus Sicht meines Jagdfreundes für mich durchaus erlegbar zu sein. Das ist aber der Bock. Schönes Gestern. Vergleicht man die Bilder vom Vorjahr, ist es kaum zu fassen, wie sich der Lebensraum von einem Moment auf den anderen zum Nachteil aller Tiere ändert. Schau, wie er windet. Ja. Der Bock war gut, aber noch außer Reichweite. Nach einer Weile war der gute Bock einige Felder auf Schussdistanz heruntergezogen. Zeitgleich flüchtete aber ein weiteres Stück Rehwild in unsere Richtung, dem wir zuerst keine große Beachtung schenkten. Das sind drei Stücke. Rechts schwingen zwei und vor ist ein Beckel. Bist du im Spektiv? Ich kann nicht aufnehmen.
Mein Fokus lag noch immer am starken Sechser, den ich beim Treiben beobachtete und filmte, bis Martin anregte, das andere Stück mit dem Spektiv näher zu betrachten. Ich schau mir mit Spektiv an. Ja, eindeutiger kann er dann bitte nicht. Ich hatte zwar einen guten Bockfei, doch als eindeutig war, dass es sich um einen Knöpfler handelte, entschied ich mich für das Notwendige und nicht für eine durchaus stattliche Trophäe. Dürfte liegen. Oh, gut gezeichnet. Den habe ich noch nie gesehen, ich nehme, das passt ganz genau. Also da. Mein Freund will mit seinem kleinen Dackel, mit seinem jungen Dackel, die Nachsuche machen und um das nicht zu stören, haben wir jetzt vereinbart, dass er mit dem Dackel die Nachsuche macht. Weidmannsheil, mein Lieber. Schon gelesen. Auch dieses Mal war ich auf einen alten Rehbock eingeladen, den wir bereits im Vorjahr in Anblick hatten, aber nicht erbeuten konnten. Teilweise schon gedroschen im Felder. Natürlich müsste man eigentlich ganz gut sehen. Weißt du, was optimal ist? Dass die Felder da entlang von der Straße da vorne abgemäht sind, dann die Wiese und dann ist die Felder da drüben. Weil jetzt verschiebt sich das ein bisschen so in Richtung Wald hinüber. Ja, das ist gut. Da kommt er beim Grünen, ist er. Da, genau vor dem Grünen kommt er raus. Da ist ein grünes Ding und genau dort kommt er raus. Schau, siehst du die Alm bewegen? Genau in der Verlängerung zu uns. Nein, ich sehe mal nicht, aber die Alm bewegen sich. In der Annahme, dass es sich bei dem anwechselnden Rehbock um den mir zugeteilten Bock handelte, richtete ich die Optik auf die kurze Distanz ein. Sicher ist sicher, es könnte ja schnell gehen. Die Zeit verging und es tat sich nichts. Geduld war wieder gefragt. Wir wussten, dass der Bock wenige Meter vor uns lag und hatten daher keine Alternative als zu warten. Bei mir war die Erwartung groß, diesen Bock vom Vorjahr zu erlegen. Der hat uns im Wind. Ja, das ist ja schon. Genau da in Mitte. Ja.
Ich beschrieb Martin immer mehr Details, die ich in dem kurzen Moment, als ich den Bock im Glas sah, zu erkennen glaubte. Diese Erklärungen schienen bei Martin immer mehr Interesse am Bock zu wecken. Meine Beschreibungen des Bockes wurden immer detaillierter. Passt diese Beschreibung aber mit dem Bock vom Vorjahr zusammen? Naja, einfach nochmals ansprechen, dann würde die Sache klar sein. Auch die andere Straßenseite musste im Auge behalten werden. Weit weg, zu weit für die Kamera, war ein Bock kurz nach dem Kitzfieb aufs Feld gezogen, ein guter sogar. Ob er sich auf Schussdistanz näherte, wer weiß. Die Sonne war gerade untergegangen, der Mond stand hoch am Firmament, da bewegten sich erneut die Getreideähren und kurz darauf stand der Bock am Feldrand. Rechts vom Osten. Rechts vom Osten. Guter Bock. Bist du deppert? Gott, das ist ja sehr verletzt nur. Boah. Ist der verdeppert, ja. Fitzenbock. Fitzenbock. Das ist ein guter Bock. Also, wenn du nicht schießen musst. Als ich den Bock sah, wusste ich, trotz unserer Freundschaft, dass Martin diesen Bock selbst strecken wollte. Und es war für mich selbstverständlich. Wie schaut's aus? Jetzt kommt der Auto. Oder? Jetzt kommt der Auto. Guter Bock. So, ja oder nein? Ja oder nein? Ja. Ja? Du hast mir lang gesagt, wenn der falsch ist, Robert, dann ist es tragisch. Ich nehme alles auf meine Kappe. Das musst du auf deine Kappe nehmen. Ich habe nur, nur Anweisungen befolgt. Der Robert muss jetzt natürlich die Altersbestimmung durchführen, weil ich habe ihm extra die Entscheidung gelassen. Genau. Schießen oder nicht schießen. Und der Robert hat genau die richtige Entscheidung getroffen. Hat die richtige Entscheidung getroffen. Ja. Na, wunderbar. Bleibt bitte noch dran, es folgen interessante Aussagen zur Blattjagd. Dream Team hat wieder mal zugeschlagen. Nur diesmal in anderer, ich sage jetzt mal, Besetzung. Das letzte Mal hast du geschossen, diesmal dürfte ich schießen. Du schießt immer die großen, nicht die kleinen Böcke. Aber das war ein sehr spannendes Erlebnis, weil wir sind auf unserem neuen Stand gesessen, der auf der Straße, auf der Hauptstraße ist, und das ist immer sehr heikel mit den Böcken. Wir haben halt eine Hauptstraße, die uns auch immer wieder leider den Kfz-Fallwildschaden bereitet. Und ich habe den Bock schon sehr, sehr früh, ganz weit, so auf vielleicht 300, 350 Meter, ganz kurz gesehen und habe mir gedacht, das ist der Bock, auf den wir gehen, nämlich der Bock, der dir zugestanden ist. Und dann war er weg. Und am Anfang der Brunft ist es so, dass die Böcke definitiv nicht auf das normale Platten, sprich Geißvieh, springen, zumal er überhaupt nicht mit einer Geiß unterwegs war, sondern noch suchend allein.
dann nimmt man den Kitzfib. Ja? Und das ist, der Bock denkt sich, Geiß ist mit einem Bock allein unterwegs, Kitz alleine und dann kommt er nachschauen. Das ist ganz einfach so. Und das ist die relativ sichere Variante des Plattelns am Anfang der Brunft. Der ist dann auch zugestanden und hat uns auf 100 Meter im Feld stehend in den Wind bekommen. Mit einem Schlag war er nieder und nicht mehr gesehen. Und dann war es ihm sehr, sehr spannend zu überlegen oder zu sehen, wird es noch einmal quasi eine Neugier geben bei dem Bock. Ich habe dann 20 Minuten später nochmal Kitz gefippt, obwohl ich sagen muss, auf einen anderen Bock, der auch 200 Meter weit weg war. Und schwuppdiwupp ist er auf und ist wirklich auf 50 Meter auf uns herangezogen. Und dann habe ich mich auf dich verlassen. Ich hatte das Gewehr in Anschlag und war mir ehrlich gesagt über das Alter des Bockes nicht 100% sicher. Ich habe ihn auf 4 bis 5 geschätzt. Dann hätte ich ihn wahrscheinlich stehen gelassen. Und dann habe ich dich, meinen lieben Jagdfreund und sehr fermen Rehjäger, gefragt, schon im Anschlag, schießen und nicht schießen, und du hast den Bock dann freigegeben sozusagen. Und wir können glücklich sein. Also ich bin sehr, sehr froh, ist ein kapitaler Bock, ganz toll. Ich freue mich sehr. Hund hat wieder brav nachgesucht, hat den Bock jetzt natürlich in Beschlag genommen. Also der im Besitznahmebruch sozusagen ist rein auf den Hund abgestellt. Und ich danke dir, dass du bei diesem schönen Erlebnis dabei warst. Es ist immer viel spaßiger und schöner, zu zweit zu jagen. Man freut sich viel mehr und es ist einfach ein großartiges Erlebnis. Weidmanns Dank, mein Lieber. Ein kräftiges Weidmannsheil. Was natürlich nicht vergessen werden darf im Zusammenhang mit der Rehjagd, ist, dass es auch einer professionellen Trophäenpräparation bedarf. Und nicht nur beim Ansprechen des Rehwildes, sondern auch in der Präparation ist der Robert ein wahrer Künstler, zumindest Experte. Und darum überlasse ich ihn höflicherweise diese eigentlich von mir geliebte Arbeit. Genau. Aber was tut man nicht alles für Freunde? Und wir sehen, dass das Rehhaupt wird nach dem Auskochen mit Wasserstoffperoxid 30% bestrichen. Man muss es gar nicht einweichen, wie es früher die Jagdpraxis war, sondern im Sinne einer umweltschonenden Präparation nimmt man einfach ein paar Tropferln von dem Wasserstoff und pinselt dann das Haupt entsprechend ein. Das gleiche passiert natürlich auch mit den Kiefern. Und dann versucht natürlich, dass das Ganze nicht umfällt. Das ist bei dem kleinen Schüssel leider nicht ganz so leicht. Und dann steht die Trophäe 2-3 Stunden in der Sonne und wird blitzeblanke weiß, so wie man es dann sehr, sehr gerne auf der Wand hat. Und auch hier sieht man, dass es ist wirklich ein unglaublicher Bock mit seinen 500 Gramm plus. Lieber Robert, danke für die Präparation. Weidmannsheil noch einmal. Weidmanns Dank. Wenn euch der Film gefallen hat, lasst bitte ein Abo, ein Like und ein Daumen hoch da. Weidmanns Heil.